Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute lernen wir wieder Deutsch. Ganz ruhig, ganz langsam. Du musst nichts perfekt machen. Du musst nicht schnell sprechen. Du musst nicht jedes Wort sofort verstehen. Du kannst einfach zuhören. Du kannst leise mitsprechen. Oder du kannst nur hören. Beides ist gut. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema. Das Thema heißt Wohnen. Wohnen. Ich wohne. Du wohnst. Wir wohnen. Wohnen bedeutet an einem Ort leben. In einer Wohnung. In einem Haus. In einem Zimmer. In einer Stadt. In einem Dorf. Jeder Mensch braucht einen Ort zum Wohnen. Der Ort. Place. Ein Ort kann groß sein. Eine Stadt. Ein Dorf. Ein Land. Ein Ort kann auch klein sein. Ein Zimmer. Eine Küche. Ein Bett. Ein Tisch. Ein Fenster. Ein Zuhause. Zuhause. Das Zuhause. Home. Ein Zuhause ist mehr als nur ein Ort. Ein Zuhause ist ein Ort, wo du dich sicher fühlst. Sicher. Safe. Ein Ort, wo du schlafen kannst. Ein Ort, wo du essen kannst. Ein Ort, wo du ruhig sein kannst. Ein Ort, wo du selbst sein kannst. Heute sprechen wir über Wohnungen, Miete, Geld, Nachbarn, kleine Zimmer, Umzug und das Gefühl von Zuhause. Aber wir sprechen einfach. Nicht kompliziert. Mit einfachen Wörtern. Mit Wiederholung. Wiederholung hilft. Du hörst ein Wort. Dann hörst du es wieder. Und langsam wird das Wort vertraut. Vertraut. Familiar. Ein vertrautes Wort ist ein Wort, das du kennst. Am Anfang ist ein Wort neu. Später ist es vertraut. So lernst du Deutsch. Schritt für Schritt. Ein Wort. Ein Satz. Eine Idee. Atme zuerst. Atmen. Ich atme. Du atmest. Wir atmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Sehr gut. Du bist hier. Dein Körper ist hier. Dein Kopf ist hier. Dein Deutsch wächst. Wachsen. To grow. Eine Pflanze wächst. Ein Kind wächst. Dein Deutsch wächst auch. Nicht sofort. Nicht an einem Tag. Aber langsam. Jeden Tag ein bisschen. Heute wächst dein Deutsch mit dem Thema Wohnen. Die Wohnung. Apartment. Eine Wohnung hat Zimmer. Das Zimmer. Room. Ein Wohnzimmer. Ein Schlafzimmer. Eine Küche. Ein Badezimmer. Vielleicht ein Balkon. Balkon. Vielleicht ein Flur. Flur. Hallway. Manche Wohnungen sind groß. Manche Wohnungen sind klein. Groß. Big. Klein. Small. Eine große Wohnung. Eine kleine Wohnung. Ein großes Zimmer. Ein kleines Zimmer. In vielen Städten
sind Wohnungen teuer. Teuer. Expensiv. Eine teure Wohnung kostet viel Geld. Eine günstige Wohnung kostet weniger Geld. Günstig. Affordable, cheap. Eine günstige Wohnung ist gut. Aber eine günstige Wohnung zu finden ist manchmal schwer. Schwer. Difficult. Viele Menschen suchen eine Wohnung. Suchen. Ich suche. Du suchst. Wir suchen. Eine Wohnung suchen. Ein Zimmer suchen. Ein Zuhause suchen. Die Miete. Rent. Miete ist das Geld, das man jeden Monat für eine Wohnung bezahlt. Jeden Monat. Every month. Januar. Februar. März. April. Jeden Monat kommt die Miete. Ich bezahle Miete. Du bezahlst Miete. Viele Menschen bezahlen Miete. Bezahlen. To pay. Ich bezahle. Du bezahlst. Wir bezahlen. Ich bezahle die Miete. Ich bezahle Strom. Ich bezahle Wasser. Ich bezahle Internet. Wohnen kostet Geld. Das ist normal. Aber wenn Wohnen sehr teuer ist, ist es schwierig. Schwierig. Difficult. Wenn die Miete hoch ist, bleibt weniger Geld für Essen. Weniger Geld für Kleidung. Weniger Geld für Bus. Weniger Geld für Bücher. Weniger Geld für Freizeit. Deshalb denken viele Menschen über Miete nach. Nachdenken. To think, to reflect. Ich denke nach. Du denkst nach. Wir denken nach. Über Geld nachdenken. Über Wohnen nachdenken. Über die Zukunft nachdenken. Die Zukunft. Future. Viele junge Menschen fragen, wo kann ich später wohnen? Kann ich allein wohnen? Kann ich eine Wohnung bezahlen? Muss ich mit anderen Menschen zusammen wohnen? Diese Fragen sind normal. Allein wohnen. To live alone. Zusammenwohnen. To live together. Manche Menschen wohnen allein. Manche Menschen wohnen mit Familie. Manche wohnen mit Freunden. Manche wohnen in einer Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft. Ein langes Wort. Oft sagt man kurz WG. Die WG. Shared Flat. In einer WG wohnen mehrere Personen zusammen. Jede Person hat vielleicht ein Zimmer. Die Küche ist gemeinsam. Das Badezimmer ist gemeinsam. Man teilt die Wohnung. Teilen. To share. Ich teile. Du teilst. Wir teilen. Eine WG kann schön sein. Man ist nicht allein. Man kann zusammen kochen. Man kann sprechen. Man kann lachen. Aber eine WG braucht Regeln. Regeln. Rules. Wer putzt die Küche? Wer kauft Toilettenpapier? Wer bringt den Müll raus? Wer ist leise am Abend? Leise. Quiet. Laut. Laut. In einer Wohnung ist es wichtig, leise zu sein, wenn andere schlafen. Schlafen. Ich schlafe. Du schläfst. Wir schlafen. Schlaf ist wichtig.
Wenn Nachbarn oder Mitbewohner laut sind, kann man schlecht schlafen. Der Nachbar, Neighbor, die Nachbarin. Female Neighbor. Nachbarn wohnen neben dir, über dir, unter dir, im gleichen Haus. Gute Nachbarn sind sehr wichtig. Sie sagen Hallo. Sie sind freundlich. Sie helfen vielleicht. Sie machen nicht zu viel Lärm. Der Lärm. Noise. Zu viel Lärm ist stressig. Musik sehr laut. Fernsehen sehr laut. Türen sehr laut. Schritte sehr laut. Manchmal passiert das. Aber man kann freundlich sprechen. Freundlich. Friendly. Man kann sagen, Entschuldigung, es ist sehr laut. Können Sie bitte etwas leiser sein? Entschuldigung. Excuse me. Ein sehr gutes Wort. Höflich. Polite. Entschuldigung, es ist laut. Entschuldigung, ich brauche Ruhe. Entschuldigung, können Sie bitte leiser sein? Höflich sprechen ist wichtig. Jetzt sprechen wir über ein kleines Zimmer. Stell dir vor, du wohnst in einem kleinen Zimmer. Das Zimmer ist nicht groß. Es gibt ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank, ein Fenster, vielleicht eine Lampe. Nicht viel Platz. Platz. Space. Der Platz. Space. Ich habe wenig Platz. Du hast wenig Platz. Eine kleine Wohnung hat wenig Platz. Aber wenig Platz muss nicht schlecht sein. Man kann Ordnung machen. Ordnung. Order. Alles hat seinen Platz. Das Buch liegt am Regal. Die Kleidung liegt am Schrank. Der Computer steht auf dem Tisch. Das Regal. Shelf. Der Schrank. Wardrobe. Cupboard. Der Tisch. Table. Der Stuhl. Chair. Das Bett. Bed. Das Fenster. Window. Diese Wörter sind wichtig. Sie gehören zum Zuhause. Gehören. To belong. Das Bett gehört zum Schlafzimmer. Der Herd gehört zur Küche. Der Spiegel gehört zum Badezimmer. Spiegel. Mirror. Die Lampe gehört ins Zimmer. Lampe. Lamp. Viele kleine Dinge machen ein Zuhause. Kleine Dinge. Small things. Eine Decke. Blanket. Ein Kissen. Pillow. Ein Foto. Foto. Eine Pflanze. Plant. Eine Tasse. Cup. Ein Buch. Book. Kleine Dinge können ein Zimmer warm machen. Warm. Warm.
Nicht nur Temperatur, auch Gefühl. Ein warmes Zuhause fühlt sich gut an. Sich gut fühlen. To feel good. Ich fühle mich gut. Du fühlst dich gut. In einem guten Zuhause fühlst du dich ruhig. Nicht immer perfekt, aber sicher. Du kannst atmen. Du kannst schlafen. Du kannst lernen. Du kannst dich erholen. Sich erholen. To rest. Recover. Ich erhole mich. Du erholst dich. Nach der Schule erholst du dich. Nach der Arbeit erholst du dich. Nach einem langen Tag ist zu Hause ein Ort für Erholung. Der lange Tag. Long day. Viele Menschen haben lange Tage. Schule, Arbeit, Bus, Einkaufen, Kochen, Hausaufgaben, Nachrichten, Termine, Termin, Appointment. Am Abend kommt man nach Hause und möchte Ruhe. Nach Hause kommen. To come home. Ich komme nach Hause. Du kommst nach Hause. Die Tür geht auf. Tür. Door. Du ziehst die Schuhe aus. Schuhe. Shoes. Du legst die Tasche ab. Tasche. Bag. Du atmest. Endlich zu Hause. Endlich. Finally. Ein schönes Wort. Endlich Pause. Endlich Ruhe. Endlich Wasser trinken. Endlich sitzen. Endlich liegen. Zu Hause ist der Ort, wo der Tag leiser werden kann. Aber nicht jeder Mensch hat ein ruhiges Zuhause. Manche Wohnungen sind zu teuer. Manche Wohnungen sind zu klein. Manche Wohnungen sind laut. Manche Wohnungen sind kalt. Manche Menschen müssen oft umziehen. Umziehen. To move house. Ich ziehe um. Du ziehst um. Wir ziehen um. Der Umzug. Move. Ein Umzug ist viel Arbeit. Kisten packen. Möbel tragen. Adresse ändern. Zimmer putzen. Neue Nachbarn kennenlernen. Das ist anstrengend. Anstrengend. Tiring. Die Kiste. Box. Eine Umzugskiste. Du packst Bücher in die Kiste. Du packst Kleidung in die Kiste. Du packst Tassen in die Kiste. Dann trägst du die Kiste. Schwer. Heavy. Eine schwere Kiste. Ein schwerer Tisch. Ein schwerer Schrank. Tragen. To carry. Ich trage. Du trägst. Wir tragen. Einen Stuhl tragen. Eine Kiste tragen. Eine Tasche tragen. Beim Umzug braucht man oft Hilfe. Hilfe. Help. Freunde helfen. Familie hilft. Nachbarn helfen, vielleicht. Helfen. Ich helfe. Du hilfst.
Wir helfen. Hilfe ist wichtig. Ein Umzug allein ist schwer. Zusammen ist es leichter. Zusammen. Together. Zusammenpacken. Zusammentragen. Zusammenputzen. Zusammen essen nach dem Umzug. Das kann schön sein. Jetzt sprechen wir über Geld beim Wohnen. Wohnen kostet nicht nur Miete. Es gibt auch Nebenkosten. Nebenkosten. Ein langes Wort. Neben plus Kosten. Extrakosts. Nebenkosten sind zum Beispiel Wasser, Heizung, manchmal Müll, manchmal Hausreinigung. Die Heizung. Heating. Im Winter ist Heizung wichtig. Winter. Cold Season. Es ist kalt. Kalt. Cold. Du machst die Heizung an. An. On. Aus. Off. Die Wohnung wird warm. Aber Heizung kostet Geld. Deshalb achten viele Menschen auf Energie. Energie. Energy. Strom ist Energie. Heizung braucht Energie. Warmes Wasser braucht Energie. Das Licht braucht Strom. Der Kühlschrank braucht Strom. Der Computer braucht Strom. Das Handy braucht Strom. Strom. Electricity. Strom sparen kann helfen. Sparen. To save. Ich spare Strom. Du sparst Wasser. Wir sparen Geld. Sparen bedeutet nicht zu viel benutzen. Nicht verschwenden. Licht aus, wenn niemand am Zimmer ist. Fenster zu, wenn die Heizung an ist. Nicht stundenlang Wasser laufen lassen. Wasser. Water. Wasser ist wichtig. Duschen braucht Wasser. Kochen braucht Wasser. Putzen braucht Wasser. Pflanzen brauchen Wasser. Aber Wasser kostet auch Geld. Also bewusst benutzen. Bewusst. Conscious, aware. Bewusst wohnen. Bewusst heizen. Bewusst lüften. Lüften. To air a room. Fenster auf. Frische Luft kommt rein. Dann Fenster wieder zu. Besonders im Winter ist richtiges Lüften wichtig. Nicht den ganzen Tag Fenster offen und Heizung an. Das kostet viel Energie. Fenster auf. Fenster zu. Heizung an. Heizung aus. Einfache Wörter. Aber wichtig. Alltag. Jetzt sprechen wir über die Küche. Die Küche. Kitchen. In der Küche kochst du. Kochen. Ich koche. Du kochst. Wir kochen. Die Küche hat vielleicht einen Herd. Herd. Stove. Einen Kühlschrank. Fridge. Ein Waschbecken. Sink. Einen Tisch. Vielleicht einen Wasserkocher. Kettle. Der Wasserkocher. Kettle. Ein Wasserkocher macht Wasser heiß. Heiß. Hot. Du machst Tee. 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 Eine Tasse Tee macht ein Zuhause gemütlich. Gemütlich. Cozy. Ein sehr deutsches Wort. Gemütlich bedeutet warm, ruhig, angenehm, schön. Ein gemütliches Zimmer. Ein gemütlicher Abend.
Eine gemütliche Wohnung. Gemütlichkeit muss nicht teuer sein. Eine kleine Lampe. Eine Decke. Eine saubere Küche. Eine Tasse Tee. Leise Musik. Ein gutes Buch. Das kann gemütlich sein. Teuer. Expensive. Nicht alles Gute ist teuer. Ein Zuhause braucht nicht viele neue Dinge. Manchmal reichen einfache Dinge. Reichen. To be enough. Ein sauberer Tisch reicht. Ein warmes Licht reicht. Ein ruhiger Abend reicht. Ein freundliches Wort reicht. Freundliches Wort. Kindwort. Zu Hause ist auch Sprache. Wie sprechen Menschen miteinander? Sprechen sie freundlich? Sagen sie Danke? Sagen sie Bitte? Hören sie zu? Zuhören. To listen. Ein Zuhause wird besser, wenn Menschen zuhören. Jetzt sprechen wir über Familie. Manche Menschen wohnen mit Familie, mit Mutter, Vater, Geschwistern, Großeltern, Geschwister, ein Siblings, Bruder, Schwester. In einer Familie gibt es Nähe, Closeness. Aber manchmal gibt es auch Streit. Argument. Streiten. To argue. Ich streite. Du streitest. Wir streiten. Streit ist normal. In einem Zuhause leben Menschen zusammen. Menschen sind verschieden. Different. Einer möchte Ruhe. Einer möchte Musik. Einer möchte kochen. Einer möchte schlafen. Einer braucht das Badezimmer. Das kann schwierig sein. Deshalb helfen Regeln. Regeln in Ihrem Haus. Regeln in der Familie. Regeln in der WG. Zum Beispiel: nach 10 Uhr leise sein. Küche nach dem Kochen sauber machen. Müll rausbringen. Badezimmer nicht zu lange benutzen. Gäste vorher sagen. Guests. Gute Regeln machen das Leben leichter. Easier. Sie sind nicht nur Kontrolle. Sie helfen, zusammenzuleben. Zusammenleben. To live together. Ein langes Wort. Zusammen plus Leben. Menschen leben zusammen. Sie brauchen Respekt. Respekt bedeutet, ich sehe den anderen Menschen. Ich denke nicht nur an mich. Ich denke auch an dich. Du brauchst Ruhe. Ich bin leise. Du brauchst Platz. Ich räume auf. Du bist müde. Ich spreche freundlich. Jetzt sprechen wir über Ordnung.
In einer kleinen Wohnung ist Ordnung sehr wichtig. Wenn alles auf dem Boden liegt, fühlt sich das Zimmer noch kleiner an. Der Boden, Floor, Kleidung auf dem Boden, Bücher auf dem Boden, Taschen auf dem Boden. Dann ist wenig Platz. Aufräumen. To tidy up. Ich räume auf. Du räumst auf. Wir räumen auf. Aufräumen bedeutet Dinge an ihren Platz bringen. Kleidung in den Schrank. Bücher ins Regal. Geschirr in die Küche. Müll in den Mülleimer. Der Mülleimer. Trash Bin. Müll rausbringen. To take out trash. Ich bringe den Müll raus. Hell. Du bringst den Müll raus. In vielen Häusern gibt es Regeln für Müll. Papier. Plastik. Glas. Bio. Das ist nicht überall gleich. Aber die Idee ist, Müll sortieren. Sortieren. To sort. Papier zu Papier. Glas zu Glas. Plastik zu Plastik. Das ist gut für Ordnung und oft auch für die Umwelt. Umwelt. Environment. Ein sauberes Zuhause fühlt sich oft besser an. Sauber. Clean. Nicht perfekt. Aber sauber genug. Genug. Enough. Genug ist ein schönes Wort. Nicht perfekt. Genug. Das Zimmer ist sauber genug. Die Küche ist ordentlich genug. Das Leben ist gut genug. Jetzt sprechen wir über eine Wohnungssuche. Wohnungssuche. Apartment Search. Ein langes Wort. Wohnung plus Suche. Du suchst eine Wohnung. Du schaust im Internet. Internet. Du fragst Freunde. Du liest Anzeigen. Anzeige. Advertisement. Listing. Eine Anzeige sagt Zimmer frei. Wohnung frei. Miete 700 €. 2 Zimmer. Küche. Bad. Balkon. Frei. Free. Available. Ein Zimmer ist frei. Eine Wohnung ist frei. Aber viele Menschen schreiben. Viele Menschen wollen die Wohnung. Dann ist es schwierig. Man muss schnell sein. Aber man muss auch vorsichtig sein. Vorsichtig. Careful. Wenn eine Wohnung zu schön und sehr billig ist, muss man prüfen. Prüfen. To check. Ist die Anzeige echt? Ist die Person echt? Gibt es eine Besichtigung? Besichtigung. Viewing. Man schaut die Wohnung an. Man trifft die Person. Man unterschreibt nicht zu schnell. Unterschreiben. To sign. Ich unterschreibe. Du unterschreibst. Einen Vertrag unterschreiben. Vertrag. Contract. Ein Mietvertrag. Rental Contract. Ein Vertrag ist wichtig.
Man muss ihn lesen. Langsam lesen. Fragen stellen. Nicht alles sofort unterschreiben, wenn man unsicher ist. Unsicher. Unsure. Ich bin unsicher. Das ist ein wichtiger Satz. Wenn du unsicher bist, frage eine vertraute Person. Vertraut. Trusted. Eine vertraute Person kann helfen. Ein Elternteil. Ein Lehrer. Eine Freundin. Ein Freund. Eine Beratungsstelle. Beratung. Advice. Fragen ist gut. Fragen ist nicht dumm. Fragen schützt dich. Besonders bei Geld und Wohnen. Eine Wohnung ist wichtig. Ein Vertrag ist wichtig. Also, ruhig bleiben. Lesen. Fragen. Prüfen. Jetzt sprechen wir über Besichtigung. Du gehst zu einer Wohnung. Du klingelst. Klingeln. To ring. Die Tür öffnet sich. Du sagst Guten Tag. Ich bin wegen der Wohnung hier. Wegen. Because of. Regarding. Ein einfacher Satz. Ich bin wegen der Wohnung hier. Du schaust die Zimmer an. Ist das Zimmer hell? Hell. Bright. Gibt es genug Licht? Ist die Küche sauber? Funktioniert die Heizung? Ist das Badezimmer okay? Ist es laut draußen? Gibt es Bus oder Bahn in der Nähe? In der Nähe. Nearby. Der Supermarkt ist in der Nähe. Die Schule ist in der Nähe. Die Arbeit ist in der Nähe. Eine gute Lage ist wichtig. Lage. Location. Aber eine gute Lage kostet oft mehr Geld. Deshalb muss man überlegen. Überlegen. To. Think about. Ich überlege. Du überlegst. Passt die Wohnung zu meinem Geld? Passt sie zu meinem Alltag? Passt sie zu meiner Schule oder Arbeit? Passt sie zu meiner Familie? Viele Fragen. Aber langsam. Schritt für Schritt. Jetzt sprechen wir über kleine Wohnungen. Eine kleine Wohnung kann schön sein. Sie ist leichter zu putzen. Putzen. To clean. Weniger Möbel. Weniger Dinge. Weniger Arbeit. Aber sie braucht gute Ordnung. Dinge sollen einen festen Platz haben. Fester Platz. Fixed place. Der Schlüssel liegt immer an einem Ort. Schlüssel. Key. Die Tasche steht immer an einem Ort. Die Dokumente liegen in einer Mappe. Dokument. Document. Mappe. Folder. So suchst du weniger. Suchen kostet Zeit. Wenn du immer den Schlüssel suchst, ist das stressig. Also, Schlüssel an einen festen Ort. Vielleicht eine kleine Schale neben der Tür. Schale. Bowl. Kleine Dinge helfen eurem Alltag. Jetzt sprechen wir über Möbel. Möbel. Furniture. Ein Bett. Ein Tisch. Ein Stuhl. Ein Schrank. Ein Regal. Ein Sofa.
Möbel können teuer sein. Aber Möbel müssen nicht immer neu sein. Neu, new, gebraucht, used. Gebrauchte Möbel können gut sein. Gebraucht, secondhand. Ein gebrauchter Tisch, ein gebrauchter Stuhl, ein gebrauchtes Regal. Das ist oft günstiger. Aber man muss prüfen, ist es sauber, ist es stabil, stabil. Stable. Ist es sicher? Sicherheit ist wichtig. Man kann Möbel auch mit Freunden teilen oder tauschen. Tauschen. To exchange. Ich tausche. Du tauschst. Du hast einen Stuhl. Ich habe eine Lampe. Wir tauschen. Oder jemand gibt etwas kostenlos ab. Kostenlos. Free of charge. Aber immer vorsichtig und sicher. Jetzt sprechen wir über Dekoration. Dekoration. Decoration. Eine Wohnung braucht nicht viel Dekoration. Aber kleine Dinge machen es schön. Ein Bild an der Wand. Wand. Wall. Eine Pflanze am Fenster. Ein Teppich. Carpet. Eine Kerze. Candle. Aber bei Kerzen muss man vorsichtig sein. Feuer ist gefährlich. Für Anfänger reicht Sicherheit zuerst. Sicherheit zuerst. Safety first. Zu Hause soll sicher sein. Keine Kerze ohne Aufsicht. Aufsicht. Supervision. Keine Kabel auf dem Boden, wenn man stolpern kann. Stolpern. To trip. Kein Wasser neben Steckdosen. Steckdose. Power Socket. Sicherheit IM zu Hause ist wichtig. Jetzt sprechen wir über Internet zu Hause. Viele Menschen brauchen Internet. Für Schule, für Arbeit, für Freunde, für Filme, für Deutsch lernen. Internet kostet Geld. Manchmal teilt man Internet in einer WG. Dann zahlt jede Person einen Teil. Der Teil. Part. Ich zahle einen Teil. Du zahlst einen Teil. Wir teilen die Kosten. Kosten. Costs. Kosten teilen kann helfen. In einer WG teilt man Miete, Internet, manchmal Strom, manchmal Dinge für die Küche. Aber man muss klar sprechen. Klar, clear. Wer zahlt was? Wann zahlt man? Wie viel zahlt jede Person? Klare Gespräche. Verhindern Streit. Verhindern. To prevent. Ein klares Gespräch am Anfang hilft später. Jetzt sprechen wir über Zuhause und Lernen. Ein Zuhause kann ein guter Ort zum Lernen sein. Aber nicht immer. Manchmal ist es laut. Manchmal gibt es wenig Platz. Manchmal teilt man ein Zimmer. Dann braucht man Lösungen. Lösung. Solution.
Eine Lösung kann sein, Kopfhörer benutzen. Kopfhörer, Headphones. Eine andere Lösung. Zu einer bestimmten Zeit lernen, wenn es leiser ist. Eine andere Lösung. In die Bibliothek gehen. Bibliothek. Library. Eine Bibliothek ist oft ruhig. Man kann dort lesen und lernen. Ruhig lernen. To study quietly. Nicht jeder hat ein eigenes Zimmer. Das ist okay. Manchmal muss man kreativ sein. Kreativ. Creative. Ein kleiner Tisch in der Ecke. Lernen am Morgen. Lernen in der Bibliothek. Lernen mit kurzen Pausen. Pausen. Breaks. Pausen sind wichtig. Auch beim Lernen zu Hause. Du kannst aufstehen, Wasser trinken, aus dem Fenster schauen, dann weiter lernen. Dein Zuhause soll nicht nur Arbeit sein, es soll auch Ruhe geben. Jetzt sprechen wir über Gefühle. Wohnen ist nicht nur Geld. Wohnen ist auch Gefühl. Gefühl. Feeling. Manche Menschen fühlen sich zu Hause sicher. Manche fühlen sich einsam. Einsam. Lonely. Manche fühlen sich gestresst. Manche fühlen sich frei. Frei. Free. Wenn man allein wohnt, kann es ruhig sein. Aber manchmal auch einsam. Wenn man mit vielen Menschen wohnt, ist man nicht allein. Aber manchmal ist es laut. Jede Wohnform hat gute Seiten und schwierige Seiten. Wohnform. Type of living. Allein wohnen. Mit Familie wohnen. In einer WG wohnen. Im Wohnheim wohnen. Wohnheim. Dormitory. Es gibt viele Möglichkeiten. Keine Möglichkeit ist perfekt. Wichtig ist, was passt zu deinem Leben. Passen. To fit. Passt es zu mir? Passt es zu meinem Geld? Passt es zu meiner Schule? Passt es zu meiner Arbeit? Passt es zu meinem Schlaf? Passt es zu meinem Alltag? Jetzt sprechen wir über Wohnheim. Ein Wohnheim ist ein Haus mit vielen Zimmern, oft für Studenten oder Schüler. Student, Student, Schüler, Pupil. In einem Wohnheim gibt es vielleicht kleine Zimmer, eine gemeinsame Küche, ein gemeinsames Bad. Viele junge Menschen. Das kann praktisch sein. Praktisch. Practical. Ein Wohnheim ist oft näher an der Schule oder Universität. Universität. University. Es kann günstiger sein. Aber es kann laut sein. Man muss Regeln beachten. Beachten. To follow. Pay attention to. Regeln beachten. Ruhezeiten beachten. Sauberkeit beachten. Sauberkeit. Cleanliness. Ein gemeinsames Bad braucht Sauberkeit. Eine gemeinsame Küche auch. Wenn viele Menschen eine Küche benutzen, muss jeder aufräumen. Sonst wird es schnell schmutzig. Schmutzig. Dirty. Jetzt sprechen wir über Putzen. Putzen ist nicht immer lustig. Aber Putzen hilft. Eine saubere Wohnung fühlt sich besser an. Putzen kann auch einfach sein. Jeden Tag ein bisschen. Nicht alles auf einmal. Auf einmal. At once.
Nicht alles auf einmal. Heute Tisch, morgen Küche, übermorgen Bad oder 10 Minuten pro Tag. Eine kleine Routine. 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 Eine Routine macht Putzen leichter. Der Staub. Dust. Staub wischen. To dust. Der Boden. Floor. Den Boden fegen. Fegen. To sweep. Den Boden wischen. Wischen. To mop. Wipe. Geschirr spülen. To wash dishes. Das Geschirr. Dishes. Spülen. To wash. Viele kleine Wörter. Sie sind nützlich. Im Alltag brauchst du sie oft. Jetzt machen wir eine Wiederholung. Wohnen. To live. Die Wohnung. Apartment. Das Haus. Haus. Das Zimmer. Room. Die Miete. Rent. Die Nebenkosten. Extra Costs. Die Heizung. Heating. Der Strom. Electricity. Das Wasser. Water. Der Nachbar. Neighbor. Die WG. Shared Flat. Der Umzug. Move. Der Mietvertrag. Rental Contract. Aufräumen. To tidy up. Putzen. To clean. Zu Hause. Home. Sehr gut. Du hörst wichtige Wörter. Du musst sie nicht alle sofort können. Sie kommen wieder. Wiederholung hilft. Jetzt stellen wir uns einen Abend zu Hause vor. Du kommst nach Hause. Es ist vielleicht kalt draußen. Du öffnest die Tür. Die Wohnung ist klein, aber ruhig. Du machst das Licht an. Licht. Light. Du ziehst die Schuhe aus. Du stellst die Tasche ab. Abstellen. To put down. Ich stelle die Tasche ab. Du stellst die Tasche ab. Dann gehst du in die Küche. Du machst Tee. Der Wasserkocher wird heiß. Du nimmst eine Tasse. Du setzt dich an den Tisch. Der Tag wird langsam leise. Du schaust dich um. Umschauen. To look around. Dein Zimmer ist nicht perfekt. Vielleicht liegen Bücher auf dem Tisch. Vielleicht steht ein Glas in der Küche. Vielleicht ist die Wäsche noch nicht fertig. Wäsche. Laundry. Aber es ist dein Ort. Dein kleiner Ort. Dein Ort. Your place. Hier kannst du atmen. Hier kannst du lernen. Hier kannst du schlafen. Hier kannst du traurig sein. Hier kannst du dich freuen. Sich freuen. To be happy. Ein Zuhause hat Platz für viele Gefühle. Viele Gefühle. Many feelings. Freude. Ruhe. Müdigkeit. Sorge. Hoffnung. Hoffnung. Hope. Manchmal ist Wohnen schwer, aber ein kleines Zuhause kann trotzdem Hoffnung geben. Ein Ort, wo du morgen wieder anfangen kannst. Anfangen. To begin. Ich fange an. Du fängst an. Morgen beginnt ein neuer Tag. Vielleicht mit Arbeit. Vielleicht
mit Schule, vielleicht mit Wohnungssuche, vielleicht mit einem Gespräch, vielleicht mit einem kleinen Plan. Der Plan. Plan. Ein kleiner Plan hilft. Morgen rufe ich den Vermieter an. Vermieter, Landlord oder die Vermieterin. Morgen schreibe ich eine E-Mail. Morgen schaue ich eine Anzeige an. Morgen putze ich die Küche. Morgen kaufe ich eine Pflanze. Kleine Pläne machen den Alltag klarer. Klar, clear. Ein klarer Plan. Ein klarer Tisch. Ein klarer Kopf. Nicht perfekt, nur klarer. Jetzt sprechen wir über Vermieter und Mieter. Der Mieter, Tenant. Die Mieterin, Female Tenant. Der Vermieter, Landlord. Die Vermieterin, Landlady. Der Mieter wohnt in der Wohnung und bezahlt Miete. Der Vermieter besitzt die Wohnung oder verwaltet sie. Besitzen, to own. Verwalten, to manage. Diese Wörter sind etwas schwieriger, aber du kannst sie hören. Mieter, Vermieter, Miete, Mietvertrag. Diese Wörter gehören zusammen. Wenn es ein Problem gibt, kann man schreiben. Zum Beispiel: Die Heizung funktioniert nicht. Funktionieren. To work. Die Heizung funktioniert nicht. Das Wasser ist kalt. Das Fenster ist kaputt. Kaputt. Broken. Bitte reparieren. Reparieren. To repair. Reparieren ist wichtig. Eine Wohnung braucht Pflege. Pflege. Care. Dinge gehen kaputt. Eine Lampe. Ein Wasserhahn. Eine Tür. Dann braucht man Hilfe. Man soll Probleme nicht immer ignorieren. Ignorieren. To ignore. Wenn etwas wichtig ist, muss man sprechen. Sprechen. Ich spreche. Du sprichst. Wir sprechen. Freundlich sprechen. Klar sprechen. Rechtzeitig sprechen. Rechtzeitig. In time. Wenn ein Problem klein ist, kann man es oft leichter lösen. Lösen. To solve. Jetzt sprechen wir über Sicherheit zu Hause. Die Tür abschließen. Abschließen. To lock. Ich schließe die Tür ab. Du schließt die Tür ab. Der Schlüssel ist wichtig. Schlüssel nicht verlieren. Verlieren. To lose. Ich verliere den Schlüssel. Das ist stressig. Fenster schließen, wenn du lange weg bist. Herd ausmachen. Ausmachen. To turn off. Licht ausmachen. Wasserhahn zumachen. Wasserhahn. Tap. Das sind einfache Sicherheitsregeln. Sie helfen einem Alltag. Jetzt sprechen wir über Gäste. Gäste. Guests. In einem Zuhause kommen manchmal Gäste. Ein Freund. Eine Freundin. Familie. Nachbarn. Gäste können schön sein. Man trinkt Tee. Man spricht. Man isst zusammen. Aber in einer WG soll man oft vorher Bescheid sagen. Bescheid sagen. To let someone know.
Ich sage Bescheid. Du sagst Bescheid. Heute kommt ein Freund. Morgen kommt meine Schwester. So wissen die anderen Menschen in der Wohnung Bescheid. Das ist respektvoll. Respektvoll. Respectful. In einem gemeinsamen Zuhause ist Respekt wichtig. Nicht nur Regeln, auch Gefühl. Der andere Mensch soll sich auch zu Hause fühlen. Jetzt sprechen wir über ein Zuhause ohne viele Dinge. Manche Menschen haben viele Dinge, manche haben wenige Dinge. Wenig. Few. Little. Wenige Dinge können frei machen. Weniger Dinge bedeuten weniger putzen, weniger suchen, weniger Stress. Aber Dinge können auch Erinnerungen sein. Erinnerung. Memory. Ein Foto. Ein Geschenk. Ein Buch. Eine Tasse von einer Reise. Reise. Trip. Diese Dinge sind wichtig. Ein Zuhause hat auch Erinnerungen. Aber vielleicht braucht man nicht alles. Man kann auswählen. Auswählen. To choose. Ich wähle aus. Du wählst aus. Was brauche ich? Was liebe ich? Was benutze ich? Was kann ich verschenken? Verschenken. To give away. Was kann ich verkaufen? Verkaufen. To sell. Was kann weg? Diese Fragen helfen bei Ordnung. Besonders in einer kleinen Wohnung. Jetzt sprechen wir über die Straße und das Viertel. Das Viertel. Neighborhood District. Ein Zuhause ist nicht nur die Wohnung. Es ist auch die Straße, der Supermarkt, der Park, die Bushaltestelle, Haltestelle, Busstop, die Schule, die Arbeit, der Bäcker, Bakery, die Apotheke, Pharmacy. Wenn du dein Viertel kennst, fühlst du dich sicherer. Kennen. To know. Ich kenne den Weg. Ich kenne den Supermarkt. Ich kenne die Haltestelle. Ich kenne den Park. Kennen macht einen Ort vertraut. Vielleicht sagst du dem Nachbarn Guten Morgen. Vielleicht kennt die Bäckerin dein Gesicht. Vielleicht weißt du, wo der nächste Park ist. So wird ein fremder Ort langsam ein Zuhause. Fremd. Foreign. Unfamiliar. Am Anfang ist ein neuer Ort fremd. Neue Straße. Neue Geräusche. Neue Menschen. Später wird er vertraut. Du weißt, hier ist mein Weg. Hier ist mein Laden. Hier ist meine Tür. Hier wohne ich. Ich wohne hier. Ein einfacher Satz. Aber stark. Ich wohne hier. Das ist mein Ort. Nicht perfekt, aber mein Ort. Jetzt sprechen wir über Heimat. Heimat. Home. Homeland. Heimat ist ein schweres Wort. Es bedeutet nicht nur Wohnung. Heimat kann ein Land sein, eine Stadt, eine Sprache, eine Familie, ein Geruch, ein Essen, ein Lied, ein Mensch. Für manche Menschen ist Heimat dort, wo sie geboren sind.
Geboren. Born. Für andere Menschen ist Heimat dort, wo sie heute leben. Für manche Menschen gibt es mehrere Heimaten. Das ist okay. Heimat ist persönlich. Persönlich. Personal. Dein Zuhause ist persönlich. Vielleicht magst du Ruhe. Vielleicht magst du viele Farben. Vielleicht magst du Pflanzen. Vielleicht magst du klare Ordnung. Vielleicht magst du viele Bücher. Jeder Mensch wohnt anders. Anders. Different. Anders wohnen ist normal. Wichtig ist, dass Menschen sicher und respektvoll wohnen können. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Aber wir bleiben ruhig. Du hast heute viel Deutsch gehört. Du hast Wörter über Wohnung, Miete, Umzug, WG, Nachbarn und Zuhause gehört. Diese Wörter sind nützlich. Sie gehören zum Alltag. Vielleicht erinnerst du dich an einige Wörter. Wohnung, Miete, Zimmer, Küche, Bad, Nachbar, Schlüssel, Heizung, Strom, Wasser, Umzug, Zuhause. Das ist genug für heute. Genug. Enough. Du musst nicht alles behalten. Die Wörter kommen wieder. Beim nächsten Mal verstehst du mehr. Beim zweiten Hören verstehst du mehr. Beim dritten Hören noch mehr. So wächst Sprache. Sprache wächst langsam. Ein Zuhause wächst auch langsam. Am Anfang ist ein Zimmer leer. Leer. Empty. Dann kommt ein Bett. Ein Tisch. Ein Buch. Eine Tasse. Ein Foto. Eine Pflanze. Ein Gefühl. Langsam wird ein Raum ein Zuhause. Ein Raum wird ein Zuhause. Das ist ein schöner Satz. Ein Raum wird ein Zuhause. Wenn Leben hineinkommt. Leben. Life. Deine Schritte. Deine Stimme. Deine Ruhe. Deine Träume. Traum. Dream. Deine kleinen Gewohnheiten. Gewohnheit. Habit. Jeden Morgen das Fenster öffnen. Jeden Abend Tee trinken. Jeden Sonntag aufräumen. Jeden Tag den Schlüssel an denselben Ort legen. Kleine Gewohnheiten machen zu Hause. Vielleicht ist dein Zuhause heute nicht perfekt. Das ist okay. Vielleicht ist es klein. Vielleicht ist es laut. Vielleicht suchst du noch. Vielleicht wohnst du mit vielen Menschen. Vielleicht möchtest du später anders wohnen. Das ist alles okay. Du darfst hoffen. Hoffen. To hope. Ich hoffe. Du hoffst. Wir hoffen. Du darfst planen. Du darfst fragen. Du darfst Hilfe suchen. Du darfst langsam einen guten Ort für dich finden. Finden. To find. Ich finde. Du findest. Wir finden. Eine Wohnung finden. Ein Zimmer finden. Ruhe finden. Einen Weg finden. Ein Zuhause finden. Jetzt atme noch einmal. Einatmen. Ausatmen.
Sehr gut. Du bist hier. Du lernst. Dein Deutsch wächst. Dein Wortschatz wird größer. Dein Verständnis wird stärker. Stärker. Stronger. Dein Deutsch wird stärker. Dein Ohr wird stärker. Deine Ruhe wird stärker. Schritt für Schritt. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Heute hast du über Wohnen gelernt. Über Miete. Über Zuhause. Über Nachbarn. Über kleine Wohnungen und gute Gewohnheiten. Gute Nacht, wenn es Nacht ist. Guten Morgen, wenn es Morgen ist. Guten Tag, wenn es Tag ist. Wo auch immer du bist, ich wünsche dir einen ruhigen Ort. Einen sicheren Ort. Einen Ort mit Licht, Wärme und Frieden. Und wenn dieser Ort noch nicht perfekt ist, dann darf er langsam wachsen. Genau wie dein Deutsch. Schritt für Schritt.